Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema, das sich um die 3 Grundtypen eines Unternehmers, als auch um Schafe und um Wölfe dreht, sowie was das alles mit einer Rüstung, einem Schild und einem Schwert zu tun hat. Wie vorhin schon erwähnt, gibt es 3 grundverschiedene Arten von Unternehmern. Die ersten dabei sind die Schafe. Warum? Nun, viel zu viele Unternehmer ziehen es vor zu glauben, dass das Böse auf der Welt nicht existiert, und sollte es jemals über ihre Türschwelle treten, wüssten sie nicht im geringsten, wie man sich dagegen wehrt. Das sind die Schafe. Nicht, weil sie es sein wollen, sondern weil sie es mangelndes Fachwissens und Weiterbildung einfach einmal sind. Der beste Beweis dafür sind die jährlich 20.000 Insolvenzen allein in Deutschland. Und dann gibt es noch die Wölfe. Diese setzen Gewalt und die ihnen per Verfassung gegebene Macht ein, um die Schafe zu bedrohen. Das sind die Raubtiere, weil sie es aufgrund der Existenz von Schafen und deren Verhalten einfach tun können. Zum Beispiel staatliche Institutionen wie das Finanzamt, die Gewerbeaufsicht, der Zoll und viele andere mehr. Aber auch Banken, Makler, gegnerische Anwälte, betrügerische Gauner und so weiter und so weiter. Und zu guter Letzt, um die Balance zwischen Gut und Böse zu wahren, gibt es die Unternehmer, die mit einem Wissen aus jahrelanger Praxis versehen sind, um dem übermächtigen Bedürfnis, die Welt zu beschützen, sich gegen diese Raubtiere des Unternehmertums stellen. Das sind die Hirtenhunde. Von diesen gibt es nur ganz bestimmte, denn sie sind entschlossen, dem Wolf entgegenzutreten. Unsere Plattform Unacon wurde nicht erschaffen, um aus grundehrlichen, fleißigen und einem zielerstrebenden Unternehmer ein Schaf zu machen. Und sie dient auch nicht dazu, den Wölfen eine Anleitung zu geben, wie sie die Schafe reißen können, sondern aus den Workshop-Teilnehmern das zu machen, was sie immer sein sollten, nämlich ein Hirtenhund, der die Schafe beschützt. Damit ihr euch mit euren Unternehmen betriebswirtschaftlich durchsetzen könnt, braucht ihr 3 Dinge, die unumstößlich sind. Eine Rüstung, ein Schwert und ein Schild. Was das alles zu bedeuten hat und wie ihr an diese Sachen herankommt, das zeige ich euch jetzt, denn wir fahren jetzt zum Rüstungsmacher. Der Rüstungsmacher ist natürlich nur bildlich gesprochen, denn in Wirklichkeit ist es so, dass ihr die Rüstung mit Schutz in Verbindung bringt. Sprich, ihr braucht einen guten Versicherer bzw. einen vertrauenswürdigen Versicherungsgeber. Wie gesagt, sind wir auf dem Weg zum Versicherungsberater, dem Herrn Wallus, und dort gehen wir auf eure Fragen weiter ein. Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns heute bei der Asecuria Versicherung in Niederolm. Mir gegenüber sitzt der Versicherungskaufmann, der Herr Wallus. Und gleich zu Beginn, Herr Wallus, warum ist es wichtig für einen angehenden Unternehmer oder bereits bestehenden Unternehmer, dass er sich versichern lässt? Also Versicherungsschutz ist generell erstmal wichtig für ein Unternehmen, weil theoretisch jederzeit was passieren kann. Und wenn was passiert, kann das sehr teuer werden und es kann durchaus die Existenz des Unternehmens gefährden. Okay. Welche beiden oder welche Versicherung generell würden Sie empfehlen, sollte ein jeder Unternehmer haben, beziehungsweise wenn er sie noch nicht hat, sofort zulegen? Wie gesagt, Versicherung ist existenziell für ein Unternehmen, weil es die Existenz gefährden kann. Und dementsprechend sollten die Versicherungen dann abgeschlossen werden, die die im Schadenfall gefährden können. Ja, das ist zum einen eine Betriebshaftpflichtversicherung, ist ganz wichtig, weil das deckt die Schäden gegenüber den Dritten ab, die durch eine Tätigkeit des Unternehmens entstehen. Ja, weiterhin wichtig ist eine Rechtsschutzversicherung, weil diese die Kosten für einen Rechtsstreit abdeckt. Ja, heutzutage kommt jeder gleich mit einem Anwalt an, und demzufolge ist man dort auf der sicheren Seite, wenn man da jemanden hat, der meinen Anwalt bezahlt. Ja, und dann kommt es immer darauf an, was für ein Unternehmen habe ich. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise eine Schlosserwerkstatt habe mit einem eigenen Gebäude, wo meine Werkstatt drin ist, dann muss ich dieses Gebäude natürlich versichern, weil wenn das abbrennt und ich habe nichts mehr, ist es schlecht. Ja, also brauche ich eine Gebäudeversicherung, oder aber wenn ich ein IT-Dienstleister bin, der ganz viele Surfer hat, sollte ich auch eine Elektronikversicherung haben. Ja, die beispielsweise bei einem Nässeschaden, die Surfer sind beschädigt, die dann abgedeckt werden.
Eine Geschäftsinhaltsversicherung kann auch Sinn machen, wenn ich jetzt beispielsweise einen großen Betrieb habe mit vielen Büroräumen, wo viele Tische, Schränke, Regale, PCs stehen und es brennt dort beispielsweise oder es wird eingebrochen, dann deckt das die Geschäftsinhaltsversicherung. Okay. Aber das ist halt immer abhängig vom Unternehmen. Aber zum Beispiel, ich habe einen Elektronikladen oder ich habe Lebensmittelgeschäft, dann ist es auch wichtig, dass das da mit drinnen ist. Genau, richtig. Okay. Aber generell, die wichtigste ist eigentlich die Betriebshaftpflichtversicherung, weil Tätigkeit führt jedes Unternehmen aus und dementsprechend kann da entsprechend auch viel passieren. Okay. Viele da draußen denken sich, Versicherungen sind teuer. Ja. Angenommen, ich habe jetzt ein Network-Marketing-Unternehmen, ja, oder eine kleine Firma, ich habe einen Umsatz von ca. 10.000 Euro im Monat. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, 10.000 Euro Umsatz ist zwar viel, aber wie viel müsste ich dann im Monat über den Daumen, weil jedes Geschäft ist natürlich individuell, aber damit die Leute mal einen Anhaltspunkt bekommen, wie viel kostet mich eine Haftpflicht und eine Rechtsschutzversicherung im Monat über den Daumen, nur damit man Orientierungshilfe hat? Also zusammen würde ich jetzt mal so in etwa sagen, zwischen 30 bis 50 Euro im Monat für beides zusammen. Für Rechtsschutz und Und Haftpflicht? Haftpflicht zusammen, ja. Wow. Also das müsste, also es kommt natürlich immer drauf an, wenn ich jetzt eine Neufirma, eine Neugründung habe, gibt es Versicherer, die bieten mir noch einen Neugründernachlass für die ersten 2 Jahre, dann ist das relativ preiswert. Ja, da kriege ich die im Jahr für 300 Euro. Okay. 300 bis 500 Euro Im die Jahr. Haftpflicht. Ja, und die Rechtsschutz, es kommt darauf an, wie viele Leute, wie viele Mitarbeiter ich habe. Auf den Umsatz kommt es drauf an, aber es ist keine Unsumme, die man da letztlich im Jahr reinstecken müsste oder im Monat. Okay, Ja. super. Also ihr seht, wie wichtig es ist, dass man gut versichert ist. Und das ist prozentual gesehen, ja, ein kleiner Betrag, der euch aber dann rettet, wenn es soweit ist oder wenn der gegnerische Anwalt vor der Tür steht. Prinzipiell sei gesagt, sucht euch einen Versicherer, dem ihr vertrauen könnt, am besten aus dem Verwandtenkreis euch einen empfehlen lassen oder wenn ihr keinen habt, kommt auf die Webseite von unacon.de. Wir können euch einen Spezialisten bzw. jemanden, der perfekt zu euch passt, in eurer Gegend empfehlen. Und wie gesagt, auch das Gespräch, das erste Gespräch, das Informationsgespräch beim Versicherer ist für euch kostenlos. Herr Wallus, danke vielmals und wir sehen uns demnächst wieder. Danke auch. Danke. Ihr habt die wichtigsten Fragen vom Versicherer jetzt beantwortet bekommen und jetzt fahren wir zum Schildermacher, nämlich dem Steuerberater. Hier befinden wir uns im Büro von Triss. Triss ist Steuerberater und ich werde mit ihm jetzt die wichtigsten Fragen durchgehen, die Gründer bzw. bereits bestehende Unternehmen so haben. Warum, Triss, ist ein Steuerberater so wichtig für jedes Unternehmen? Ein Steuerberater hilft dem Mandanten grundsätzlich, die steuerlichen Pflichten zu erfüllen. Und gerade Gründer haben in den Anfängen noch wenig Kenntnisse darüber, was deren steuerlichen Pflichten ist. Und deswegen empfehle ich jedem Gründer oder auch Unternehmer, die fortbestehen wollen, einen steuerlichen Berater zur Seite zu nehmen, um einfach da gegen das Finanzamt gewappnet zu sein. Okay, super. Was kostet ein Unternehmen oder einen angehenden Unternehmer eigentlich Steuerberater? Also das ist erstmal sehr unterschiedlich und auf den einzelnen Fall herunterzubrechen. Im Grunde genommen ist der Steuerberater an der Steuerberatervergütungsverordnung im Steuerberatungsgesetz gebunden, aber dort gibt es bestimmte Möglichkeiten, die Gebühren flexibel zu gestalten. Hier muss man je nach Einzelfall prüfen, was kommt dem Mandanten zugute, wie kommt man da am besten zusammen. Und das lässt sich im Erstberatungsgespräch immer ganz gut abklären, dass dann am Ende auch keine großen Überraschungen mit der ersten Gebührenrechnung an den Mandanten aufkommen. Okay. Was viele unserer Zuseher da draußen interessieren, ist zum Beispiel, die besuchen jetzt bei Unacon einen Workshop. Ja? Die Frage ist dieser steuerlich abschreibbar? Zu wie viel Prozent ist der steuerlich abschreibbar und macht das Sinn? Ja? Ja. Was sagst du da dazu? Ja, also die Leistungen von der Unacon betreffen den Bereich Beratung und das sind letztlich Aufwendungen, die zu 100% betrieblich veranlasst sind und nach dem Gesetz sind solche Kosten zu 100% abzugsfähig. Das heißt, die Kosten werden nach dem Eingang deiner Rechnung sozusagen eingebucht und mindern am Ende des Jahres je nach Rechtsform den steuerlichen Gewinn.
Und letztlich führt es dazu, dass auch die Steuerlast am Ende des Jahres dadurch geringer wird. Okay. Das heißt, man hat zwei Möglichkeiten. Zum einen, man kann es dem Finanzamt schenken oder man kann es in sich selbst und sein Humankapital investieren, um einfach weiterzukommen. Vereinfacht kann man das so sagen. Auch ganz wichtig vor dem Hintergrund, in den Gründungsjahren ist es ganz oft so, dass auch ein Verlust erwirtschaftet wird. In dem Jahr fallen natürlich dann keinerlei Steuern an und dieser Effekt würde dann verpuffen. Allerdings gibt es ja den Verlustvortrag und es hieße, durch die Anspruchnahme deiner Leistung wäre dann die Steueroptimierung oder Minderung im nächsten Jahr gegeben. Okay. Ich werde relativ oft von anderen Unternehmern oder angehenden Unternehmern gefragt, hey, gibt es da Tipps und Tricks im Umgang mit dem Finanzamt? Ja? Was würdest du jemandem raten, der noch keinen Steuerberater hat und plötzlich kriegt er einen Brief vom Finanzamt und ist sich unsicher, weiß nicht, was er wirklich tun soll, weil eben er vielleicht Angst hat vor den Gebühren beim Steuerberater. Aber was würdest du ihm empfehlen? Also jedem, der keinen Steuerberater an seiner Seite hat und ein Unternehmen führt, empfehle ich, einen Steuerberater zu kontaktieren. Und die Korrespondenz sollte aus meiner Sicht über den Steuerberater laufen, weil einfach der Dschungel an Paragraphen aus dem Steuergesetz so immens ist, dass ein Steuerpflichtiger, der sich um sein Unternehmen kümmern soll, nicht in der Lage ist, dem Herr zu werden. Der Steuerberater macht es aus dem FF und begegnet dem Finanzamt auf Augenhöhe und holt damit das Beste raus oder minimiert die Risiken, die man durch falsches Handeln gegenüber dem Finanzamt zutage legen kann. Also das heißt, man begibt sich da auf ein Gebiet, das ist eigentlich, ohne Steuerberater ist es dann wie ein Treibsand. Ja? Das heißt, man arbeitet sich dann immer weiter rein und kriegt immer größere Schwierigkeiten. Das könnte passieren. Das Schlimmste, was man gegenüber dem Finanzamt machen kann, ist zu ignorieren. Und gerade in der Gründungsphase sollte man bereits Kontakt aufnehmen mit dem Finanzamt, weil dann der steuerliche Erfassungsbogen zum Beispiel auszufüllen ist und dadurch bekommt dann der Steuerpflichtige irgendwann die Steuernummer und erst dann kann er theoretisch auf dem Markt aktiv werden und erste Rechnungen versenden. Also prinzipiell wichtig, geh zum Steuerberater, lass dich informieren, lass dich beraten und es kostet dann nicht die Welt, oder? So ist es. Die Folgekosten aufgrund einer mangelnden Beratung oder keiner Beratung können aus meiner Sicht viel höher sein, als wie die Beratung dann in Anspruch zu nehmen und die Gebühren zu zahlen. Also ihr seht, es ist enorm wichtig für euer weiteres Bestehen, ja, dass ihr wirklich einen Steuerberater aufsucht. Dries, vielleicht ein kleines Beispiel, was passiert, wenn man nicht rechtzeitig den Steuerberater aufsucht. Du hast mir mal erzählt, es ist schon lange her, eine Geschichte von den 2 Studenten, die da mit den Steuern nicht gerechnet haben, die dann nach dem 1. oder 2. Jahr angefallen sind. Magst du uns da kurz einen Einblick geben? Kann ich gerne machen. Und zwar hat jeder Steuerpflichtige bestimmte Fristen einzuhalten, in denen er die Steuererklärung über den Steuerberater abzugeben hat. Und natürlich kann man sich kann man diese Zeiten ausreizen. Man muss halt über die Konsequenzen dann informiert sein. Und wenn man dann zu lange wartet und für das Jahr 2016 beispielsweise die Steuererklärung erst in 2018 abgibt, und zwar dann noch in der Frist ist, wird zum einen das Jahr 2016 veranlagt, aber die Vorauszahlung für das Jahr 2017 kommt dann entsprechend den Ergebnissen aus dem Jahr 2016 und dies kann zum sogenannten Finanzamthammer führen und kann einem von der Steuerlast her die Füße wegziehen. Ja, das heißt, man rechnet, vielleicht man hat im 2016 100.000 Gewinn gemacht, muss davon, 15% Körperschaftssteuer, 15% Gewerbesteuer bezahlen, das sind dann 30.000 €, aber die verrechnet ist dann nicht nur für 16, sondern automatisch auch gleich für 17. Und teilweise dann auch für 18. Für das laufende Jahr. Genau, für das laufende Jahr und dies führt dann oft bei dem Steuerpflichtigen dazu, dass er überlastet ist oder überfordert ist, die entsprechenden Steuern aufzubringen. Danke dir fürs Interview. Wie gesagt, in Zukunft, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es uns und wir werden die dann an den Dries weiterleiten. Also nicht alle, aber einzelne davon, die ganze Community betreffen. Und wir werden uns wieder mit dem Dries zusammensetzen und euch diese Fragen beantworten. Und Dries, danke dir vielmals dafür. Sehr gerne, Ben. Danke. Super. Jetzt sind wir direkt auf dem Weg zum Schwertmacher, sprich eurem Anwalt. Mit dem seid ihr in der Lage, euch nicht nur zu verteidigen, sondern gegebenenfalls auch angreifen zu können. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich sitze hier in der Rechtsanwaltskanzlei Rüther, Pape und Partner.
Mir gegenüber sitzt Rechtsanwalt Herr Pape, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Hallo. Guten Tag, Herr Reiter. Hallo. Und zwar, die erste Frage ist es, warum ist es so wichtig, wenn man Unternehmen gründet, beziehungsweise schon gegründet hat, einen Anwalt aufzusuchen, beziehungsweise vorweg schon aufzusuchen? Ja, Sie kennen das ja aus dem Leben. Das gibt ja dieses banale Sprichwort, wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist. Das gilt natürlich bei einer Gründung eines Unternehmens erst recht und umso mehr. Es bringt das beste Gründungskonzept nichts, wenn Sie nicht vorher geprüft haben, ob sich das auch rechtlich durchsetzen lässt und ob es auch machbar ist. Ja. Und deshalb kann ich immer nur dringend empfehlen, sich anwaltlichen Rat zu empfehlen, bevor die ersten Verträge unterschrieben werden. Erste Frage ist immer, welche Rechtsform soll das Unternehmen eigentlich haben? Da spielen auch steuerrechtliche Fragen, da empfiehlt es sich natürlich auch einen Steuerberater hinzuzuziehen, ja. Aber die rechtlichen Fragen, die darf ein Steuerberater nicht klären, da braucht man einen Anwalt. Und da geht es um Fragen, welche Rechtsform, wie ist der Haftung, wie sollen die Gesellschafterverträge ausgestaltet werden. Also deshalb dringend die Empfehlung, da einen Anwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht oder einen für Steuerrecht aufzusuchen und dann zu klären, welche Rechtsform soll die Gesellschaft haben und wie sollen die einzelnen Verträge ausgestaltet werden. Okay, super. Absolut wichtig, bin ich komplett der Meinung, weil ich ja selbst Unternehmer bin. Ne? Kann ich nur beipflichten. Eine Frage, wenn jetzt aber jemand keinen Anwalt hat und er kennt auch keinen, wie komme ich jetzt als Unternehmer, als angehender Unternehmer oder als bereits bestehendes Unternehmen an einen geeigneten Anwalt für mich? Also am besten sind natürlich immer positive Empfehlungen in der Bekanntschaft. Wenn die schon positive Erfahrungen mit dem Anwalt gemacht haben, dann können Sie auch relativ sicher sein, dass Sie dort richtig aufgehoben sind. Kennen die Bekannten keinen geeigneten Anwalt, empfehle ich immer bei der örtlichen Rechtsanwaltskammer anzurufen und sich dort nach Experten, Fachanwälten zu erkundigen. Da sind Sie in der Regel auch auf der sicheren Seite. Dritte Möglichkeit ist natürlich auch Werbung im Internet, aber da haben Sie halt nicht die Garantie, dass Sie da auch den Besten erwischen, sondern eher einen, der das meiste Geld für Werbung ausgegeben hat. Ja, genau so würde ich das sagen. Absolut super. Herr Rechtsanwalt Pape, was würden Sie unseren Zusehern empfehlen, wenn sie neu gründen, beziehungsweise wenn sie schon gegründet haben? Was ist absolut wichtig, was aus Sicht eines Anwaltes und aus Sicht des Unternehmers? Ja, entscheidend ist halt, das Konzept muss stimmen und es muss halt, wie gesagt, auch geklärt sein, ob das alles rechtlich auch so umsetzbar ist. Gerade wenn es auch um die Frage geht, wenn ich kein Eigentum habe, sondern Geschäftsräume anbieten muss, gerade im Gewerberecht ist es halt erforderlich, im Vorfeld auch schon die Verträge auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Da gibt es, gerade dann, wenn die Verträge langfristig geschlossen werden und der Unternehmer ja auch langfristig planen will, schließt er langfristige Verträge. Da können schon einfache Fehler im Vorfeld oder bei der Durchführung des Mietverhältnisses dazu führen, dass der komplette Mietvertrag aus der Befristung ein unbefristetes Mietverhältnis wird und der Vermieter jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen kann. Und dann sitzt der Unternehmer natürlich dann da und sein ganzes Konzept ist über den Haufen geworfen. Deshalb empfiehlt es sich da immer, dass, wenn schon nicht der Mietvertrag vorher geprüft worden oder gestaltet worden ist von dem Anwalt, das dann zumindest dann überprüfen zu lassen vor der Unterschrift. Arbeitsrecht auch ganz bedeutend. Sie müssen entscheiden, wie viele Mitarbeiter wollen Sie haben. Das ist bedeutend für den Kündigungsschutz. Oder ob hinterher die Mitarbeiter ohne ihren Willen einen Betriebsrat gründen können. Das sind entscheidende Fragen. Wollen Sie das Personal fest einstellen oder wollen Sie Leiharbeitnehmer einstellen? Dann müssen Sie auch darauf achten, dass das Unternehmen, von dem Sie die Mitarbeiter entleihen oder ausleihen, dass der auch die entsprechende Erlaubnis der Agentur für Arbeit hat. Fehlt die, dann haben Sie ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit den Mitarbeitern. Kann auch das ganze Konzept durcheinander bringen. Also gerade in arbeitsrechtlichen Fragen ist es halt wirklich wichtig, sich beraten und prüfen oder beraten zu lassen. Sehr viele Menschen denken ja, Rechtsanwalt, wenn ich dorthin gehe, das kostet mich Unsummen. Ja. Ich begegne denen immer wieder, es gibt zwei Dinge, die in einem guten Unternehmen unerlässlich sind. Das ist einmal eine Rechtsschutzversicherung und eine Haftpflichtversicherung. Würden Sie dem zustimmen oder könnten Sie das sogar noch ergänzen? Unbedingt, wobei Haftpflichtversicherung hat mit dem Rechtsanwalt nichts zu tun. Die tritt ein für Vermögensschäden, die aus anderen Gründen eingetreten sind. Die Rechtsschutzversicherung tritt ein, wenn ein Rechtsschutzfall vorliegt. Da müssen wir auch noch mal ganz kurz mit einem Irrglauben aufräumen. Die Rechtsschutzversicherung tritt nicht immer ein, sondern nur dann, wenn schon ein Rechtsschutzfall eingetreten ist, wenn also irgendjemand gegen Rechte und Pflichten verstoßen haben soll. So rein beratende Aufgaben oder Entwurf von Arbeitsverträgen oder sonstigen Verträgen sind in der Regel nicht von der Rechtsschutzversicherung abgedeckt.
Gleichwohl empfehle ich das dringend, weil, wenn es zu einem Prozess kommt, die Kosten enorm werden können, auch im Arbeitsrecht, im Gesellschaftsrecht noch umso mehr. Deshalb empfehle ich dringend, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Da halt darauf achten, wie hoch der Selbstbehalt ist und wie viele Rechtsschutzfälle im Jahr abgesichert sind. Und auch sollte man bedenken, es gibt Rechtsanwälte, die je nach Schwierigkeit und Umfang des Falls zusätzlich zu der Rechtsschutzversicherung noch ein Honorar vereinbaren. Das hängt halt immer nur von Umfang und Schwierigkeit des Falls ab. Also es kann sein, dass Sie bei Experten einen Großteil des Honorars von der Rechtsschutzversicherung übernommen bekommen, aber Sie eventuell noch auf einen kleinen Teil selbst sitzen bleiben. Aber ein guter Rechtsanwalt wird Sie da im Vorfeld schon drüber aufklären, damit Sie die Kosten immer im Blick haben. Super. Also ihr seht, selbst wenn ihr Versicherung abschließt, geht vorher zum Anwalt eures Vertrauens oder den ihr euch aus der Verwandtschaft oder Bekanntschaft oder Freundeskreis empfehlen lassen könnt und erkundigt euch dort, ja, auch welche Versicherung für euer Unternehmen die bessere ist. Beziehungsweise es ist gut, wenn ihr richtige Versicherung abschließt auf Rat des Anwalts, also ihr schließt irgendeine ab, die dann gar nichts abdeckt. Ja. Ich sage danke vielmals und ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es uns direkt und wir werden die dann weiterleiten beziehungsweise 2, 3 für die nächste Zeit heraussuchen und uns dann wieder mit dem Herrn Rechtsanwalt Barbe zusammensetzen und wir euch diese beantworten. Danke euch vielmals. Danke, Herr Barbe. Danke, Herr Absolut Walter. super. Danke. Wie ihr seht, braucht ihr, um ein guter Unternehmer zu werden, eine Rüstung, ein Schild und ein mächtiges Schwert. In diesem Fall ist die Rüstung eines jeden guten Unternehmers sein Versicherungsberater. Sein Schild im Umgang mit den Finanzbehörden ist der Steuerberater, der Schlimmeres abwehren kann. Und schließlich ist der Anwalt sein Schwert, mit dem er sich verteidigen, aber auch zum Gegenangriff übergehen kann. Wenn ihr nun eine gute Rüstung, ein stabiles Schild oder ein scharfes Schwert benötigt, dann wendet euch an Unacon. Für unsere Mitglieder arbeiten wir bundesweit mit den Besten aus diesen Bereichen zusammen. Bis zu unserem nächsten Mal, euer Bernhard Reiter.